Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Cathy Wayne, wo wir hier ein Zahlenschloss des Aktenkoffers öffnen wollen und auch schon die Ahnung haben, dass das was mit dem Diktiergerät zu tun hat. Und als erstes mache ich mir jetzt mal ein Bild, damit ich mir das nicht notieren muss, von der ersten Nachricht hier. Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 red roses. Habe ich mir gerade erstellt. Dann kann ich das nämlich jetzt auch wunderbar nochmal vorlesen. Hinweis an mich selbst. Denkt dran. Der perfekte Blumenstrauß besteht aus 3 roten Rosen, einem blauen Veilchen und 2 gelben Punkten. Punkten, sag ich schon, Tulpen. Und wir waren ja schon drauf gekommen, dass das was mit dem Mathebuch zu tun haben muss. 3 rote Rosen. So. 3 rote Rosen. Jetzt habe ich zuerst gedacht, also es geht um Rosen, blaue Veilchen, gelbe Tulpen. Das sind aber nur 3. Und der Code ist 1, 2, 3, 6-stellig. Das kann also nicht wirklich sein. 3 rote Rosen. Oder es sind die ersten 3, also 2, 3, 5. Das können wir mal kurz, also 2, 3, 5. So, als nächstes waren es ein blaues Pfeilchen. Das waren die Fibonacci-Zahlen. Ein blaues, also 1 wäre 1. So, und jetzt kommt das, wo ich mir völlig unsicher... 2 gelbe. Da bin ich mir völlig unsicher, weil das ist ja Pi. Was heißt das? Dass es 3-1 ist, oder was? Yes! Oh. Tatsächlich. Wow. Okay. Puh. Das war schon mal ein bisschen knackiger, wobei nicht super schwer. Aber es war ein bisschen schwer zu lesen, dass das so gemeint war, dass da die Mengen, also die Zahlen, die Mengen der Ziffern gemeint sind. Naja, gut. Okay, was wir hier sehen, ist ein Umschlag und nur ein Umschlag. Und sonst nichts. Wir gucken uns aber natürlich den Umschlag sofort an. Let's see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Oh, and a single copper penny too, for some reason. Okay, das hat's jetzt in unser Inventar gespielt, denke ich mal, das jetzt aus 2 Seiten besteht. Wir gucken uns erstmal den Penny an. It's the penny I found in the briefcase. Looks like it was minted the same year I was born. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Okay, ein sehr alter Penny, ein kleiner Schlüssel. Zu was scheint das der Schlüssel zu sein? It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. Ja, und wir haben auch noch kein Schloss gefunden, was wir nicht öffnen können. Daher erstmal keine Ahnung. Dann haben wir einen Zeitungsausschnitt. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Das ist in der Tat eine seltsame Sache. Warum behält man einen Zeitungsausschnitt von so einem Unfall, wenn man mit dem Mädchen nichts zu tun hat? Also irgendeine Verbindung scheint es zu geben. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training, McConnell Air Force Base, 1941. Auch das können wir dann in Zukunft befragen. Dann haben wir hier ein überbelichtetes Bild. Looks overexposed. I can't make much out.
I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Nun gut. Mikrokassette Dachboden. The tape I found in the briefcase, labeled answering machine. It should play fine in Mr. Dicto. Okay, dann stecken wir ihn doch in Mr. Dicto. Übrigens eine sehr geile Bezeichnung für ein Diktaphon. Okay, jetzt hat er die Mikrokassette aus dem Asservatenschließfach hier rausgetan. Das ist gut. Also die behalten wir auch. Dann drücken wir mal. Müssen wir zurückspulen noch? Nö. Dann drücken wir auf Play. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. I wonder who this Cocky is. Okay, wir haben jetzt einiges erfahren. Ich guck mal ins Notizbuch. Wieso nicht? Okay, weil wir ja, wahrscheinlich müssen wir es zumachen. So, genau. Vorfall 81, ja, das war der Vorfall, der dazu geführt hat, dass Grandpa nichts mehr sagen konnte und auf den Rollstuhl angewiesen ist. What really happened to you that night, Grandpa? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Das ertrunkene Mädchen? There has to be a way to find out who she was. I know when she died. Maybe that can help somehow. Das könnte tatsächlich helfen. Wir konnten ja auf dem Friedhof die Gräber betrachten. Das sollten wir dann mal tun. I don't have anything to say about that. Ja, in der Tat, ne? In der McConnell-Basis scheint Grandpa stationiert gewesen zu sein und eben da könnte es diesen Cocky gegeben haben. Also wenn ich die Anrufe richtig deute, der erste war wahrscheinlich relativ belanglos. Der zweite war wahrscheinlich Cathys Mutter, die sehr aufgebracht war. Und das bezog sich sicherlich nochmal darauf, dass sie ja abgehauen ist. Mit Kathy. Warum auch immer. Ja, und der dritte war Cocky, dem angeblich auch etwas passiert ist. I wonder who this Cocky person really is and why he needed Grandpa's help so desperately. Ja, das ist nämlich genau die Frage. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal mit Grandma nochmal sprechen über die Punkte. Und ansonsten vielleicht zum Friedhof gehen und ein bisschen Nachforschung bezüglich des Grabes des verstorbenen Mädchens betreiben. Aber sprechen wir erstmal mit Grandma. Oh, hello, dear. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Wir können Sie auch über das ertrunkene Mädchen fragen? Ein ertrunkenes Mädchen, ja, wir wissen ja nicht, wer es ist. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. Was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Geheimnisvoll. Okay, McConnell-Basis. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base?
It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. Okay, wir wissen jetzt aber, wenn wir es nicht vorher schon wussten, aber ich hab's dann überhört, dass das die Großmutter väterlicherseits ist. Das heißt, Schwiegertochter ist mit Enkelin abgehauen damals, aus welchen Gründen auch immer. So, die Frage ist, ob sie jetzt Cocky noch kennt. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Okay, da müssten wir auf die Basis vermutlich, aber wir wissen wahrscheinlich gar nicht, wo sie ist. Die Basis. Wir haben zumindest keine Einblendung erhalten, dass wir einen neuen Reiseort hätten. Wir gehen jetzt noch die neuen Inventargegenstände mit Grandma durch. Does this coin mean anything to you, Grandma? I'm afraid not, dear. Oder der Schlüssel? Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Okay, der Zeitungsausschnitt, der bezieht sich auf das ertrunkene Mädchen. Do you know anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. We never really knew the family. They preferred to keep... Ja, gut, Do you remember das their kennen wir ja names? noch. I'm a... That's quite... Joseph Das and ist then... quasi dasselbe, was wir hier im Dialog erfahren haben. Das Foto können wir ihr zeigen. Vielleicht Look freut at sie this sich. photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. This was taken when Joseph was stationed at McConnell Air Force Base. That's him right there on the left. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend, Charles Wade. Charles Wade. Könnte das Cocky sein? Cocky Charles fängt auch mit C an. Naja, gehen wir mal weiter durch. Brams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Okay, dann fragen wir nochmal bezüglich Charles Wade. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Also gut, wir haben jetzt mehrere Andockpunkte. Wir können uns erstmal um das ertrunkene Mädchen kümmern, dann können wir uns darum kümmern, dass wir vielleicht zur McConnell
Air Force Base kommen, um Cocky das Rufzeichen rauszubekommen. Und wir können nach Charles Wade suchen. Ich würde jetzt erstmal bezüglich des ertrunkenen Mädchens zum Friedhof fahren. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Denn den Todeszeitpunkt kennen wir ja. Und wenn wir den Todeszeitpunkt kennen, finden wir vielleicht das Grab und dann kriegen wir den Namen raus. Und wenn wir den Namen raus haben, können wir vielleicht hier mit dem Telefonbuch dort anrufen. Wir schauen mal. Ja, ab zum Friedhof. Zum regnerischen Friedhof. Die Wolken hier, großartig. Also, der Artstyle gefällt mir sehr. Ich bin ja eh ein großer Freund von Pixel Art. Und das Spiel macht das phänomenal. Ganz klasse. Wer zum Geier ist das? Das Grab ist mittlerweile geschmückt. Klar, ne? Es wird zugeschüttet. Hier hinten ist die Stadt. Die habe ich damals auch noch nie angeguckt, glaube ich. Conwell Springs. I never thought I'd return to this place. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. In der Tat, dann sprechen wir mal mit dem Kind. Hey, kid. Hi yourself. What are you doing? None of your business. Huh. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. Ja, wahrscheinlich ist sie... Family mausoleum. It says price. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. No reason to go in there. Nee. Ich dachte auch, vielleicht ist es offen und seine Mutter ist da. Es verwirrt mich so ein bisschen, den Jungen hier stehen zu haben. Hier ist ja niemand sonst. I should go look for his mother. Ja, aber... Wo mag die denn sein? Kann man hier noch rübergehen? Nicht wirklich. Okay, das klärt sich vielleicht noch auf. Oder ist seine Mutter verstorben? Das wäre bitter, oder? Hier, Moment, hier ist noch ein Grabstein. Ja gut, das ist das... Klar. Das ist das Rain-Grab, vor dem wir gerade stehen. Elizabeth Parker. Wir müssten jetzt noch mal kurz... In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. 14. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The 14. funeral service will be held Juli. at Conwell Cemetery. The notice is dated July 15th, 1975. Ja, 14. Juli 1975. Das ist es nicht. 14. Juli. Alright, this is the right Da. date. Looks like her name was Lily Myers. I should try to get a hold of her family. Lily Myers. Das ist auch toll, ne? Dass sie sich das selber notiert. Das muss man dann selber nie machen. Ich gucke jetzt nochmal alle Grabsteine durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mutter des Jungen hier auch liegt. Und er noch im Trauerprozess ist oder sowas. I shouldn't leave while that kid is alone. Ja gut, aber ich habe ja tatsächlich schon... Kid? Guess he found his mom. Vermutlich. Na gut, da haben wir dann zu viel rein interpretiert. Auf zum Catmobil. Nee, Catmobil, nicht Batmobil. Entschuldigung. Ach, ja, das waren Kindheitserinnerungen. Die Batman-Serie mit dem Smash Boom Bang.
Aber gut, völlig anderes Thema natürlich. Haus der Rains, weil da gibt's ein Telefonbuch. Und das Telefonbuch, das war ja das Google der 90er. Und wir spielen ja hier eine Geschichte, die in den 90ern spielt. Daher, noch mal kurz gucken. Lily Myers. Something was special about that girl. Genau. I just know it. Das kriegen wir raus. Myers mit Y. Ich mein Glück kenne, gibt's jetzt mehrere Myers. She's been dead for 2 decades. I could try to find someone in her family, but I'll need a full name. Okay. Aber ich könnte vielleicht... Also das wird ja da nicht drin stehen. Nope, couldn't find it. Aber die McConnell-Basis wahrscheinlich. Alright, got it. Cocky wird da nicht drin stehen. Nah, nothing like that in here. Und Charles Wade? Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Nun gut, aber wir könnten... Sollen wir mal im Wohnheim anrufen? Ich weiß zwar nicht warum, machen wir aber mal. Geht keiner ran. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Oh, die kann ich jetzt auch befragen? Na dann. Too complicated to explain over the phone. I'll fill her in about it later. Ja, das dachte ich mir. I don't need to ask her about that. Ja, das macht alles keinen Sinn. I don't need to ask her about that. Aber egal. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Yeah, that might be worth a shot. Ja, das hatten wir uns ja eh schon überlegt. I'm trying to contact Charles Wade. You know, the industrialist? Wow, really? Why? It's complicated, but he knew Grandpa back in the day. They went to war together. Huh. Must be super hard to get in touch with a person like that. Yeah, I'm finding that out. Maybe you could ask someone in the Air Force. If he used to serve with your granddad, I mean. Yeah, could be worth a shot. Nun gut. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Tschüssen. Es läuft alles auf die McConnell-Basis hinaus. Da bin ich mal gespannt, ob wir da reinkommen. Na, ich rufe erst mal an. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Ja, ich gehe einfach mal die Punkte durch. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. This pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made general if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was his guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. Okay.
So, ich wage allerdings zu bezweifeln, wir haben jetzt sehr viel über Granddad rausgekriegt, was natürlich sehr cool ist. Aber ich wage zu bezweifeln, dass er was über Lily Myers weiß. I don't see a reason to ask him about that. Ja, das macht dann auch nämlich Sinn. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Savior Myers, trained at this very base. Charles Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. Und die indirekte Bestätigung, dass Charles Wade auch Teil der Basis war. Wobei wir das ja auch von dem Foto schon uns gedacht haben, aber wir kriegen dann vielleicht gleich auch weitere Infos. Jetzt fragen wir natürlich erstmal nach Cocky. Wobei ich ja immer noch glaube, dass das ein und derselbe sein könnte. Do you recognize the aviator call sign, Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. The billionaire? He was stationed at McConnell? He was, up until the point when he founded Wade Industries in the 60s. Ja, Charles Wade, da laufen die Fäden zusammen, denke ich mal. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Eindringlich, also wir sind ja kein Cop. Ich möchte jetzt hier nicht lügen. But what if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. Oder doch? I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. Nice try. Do you know what caller ID is? You can clearly see that you're not calling from the station. Goodbye. Damn, I can't pull that off if I call from here. Okay, aber wir haben doch auch ein Telefon in der Polizeistation gesehen. Das könnten wir ausprobieren. Das machen wir in der nächsten Folge. Auf der Jagd nach Charles Wade. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut. Bis dann. Ciao.